Hi, heute zeige ich dir, wie man einen Lagerwechsel an einer DT-Swiss-Narbe durchführt. Wann muss man überhaupt die Lager wechseln? Das ist relativ simpel. Entweder die Lager sind schon so weit ausgeschlagen, dass man wirklich am Laufrad spürt, dass Bewegung an der Narbe ist, also dass man an der Felge das ganze Laufrad bewegen kann. Oder wenn die Lager aus der Narbe Geräusche von sich geben oder ein Rauschen oder sowas, dann sind die auch in der Regel verschlissen. Welches Werkzeug brauchen wir? Relativ viel, denn wir müssen einiges demontieren, um an die Narbenlager zu kommen. Angefangen wird bei den Endkappen, also brauchen wir einen Endkappenabzieher. Dann brauchen wir das Spezialwerkzeug für den Gewindering vom Freilauf, um an das drunterliegende Lager zu kommen. Und dann noch ein Hammer und Spezialwerkzeug, um die Lager ein- und auszuschlagen. Beginnen wir mit der Demontage. Zuerst nehme ich die bremsseitige Endkappe ab mit dem Endkappenabzieher. Einfach aufsetzen, befestigen und mit der Hand die Endkappe abschlagen. Die Endkappe rausnehmen aus dem Werkzeug, denn wir haben ja noch eine zweite Endkappe. Dazu genau derselbe Prozess. Endkappenabzieher aufsetzen, festigen und die Endkappe abschlagen. Dann kommen wir schon zum Freilaufkörper. Den kann man jetzt einfach mit der Hand abziehen und beiseite legen. Dann hat man so eine kleine Distanzhülse für den Freilaufkörper. Die kann auch ab und einfach beiseite. Und dann brauchen wir schon das Spezialwerkzeug für den Gewindering. Einfach aufsetzen und im Idealfall an einem Schraubstock den Gewindering lösen, denn man braucht gerade bei der ersten Demontage enorm viel Kraft, um den zu lösen. So, der Gewindering ist jetzt demontiert und dann kommen wir schon zur Demontage der Lager. Beginnen wir mit dem Lager auf der Bremsenseite. Das ist am einfachsten zu demontieren in der Regel, denn man kann einfach die Achse komplett durchschlagen, dann kommt das Lager mit raus, denn in der Achse zwischen den Lagern sind auf beiden Seiten Anschläge. So, wie ihr seht, das Lager ging relativ leicht raus mit der kompletten Achse. Und jetzt kann man das Lager auf der Freilaufseite auch mit dem passenden Werkzeug direkt ausschlagen. Falls ihr kein Spezialwerkzeug habt, geht auch die Achse wieder, das andere Lager entfernen und andersrum durchstecken. Aber besser ist immer ein richtiges Werkzeug dafür zu nutzen, denn jetzt wäre die Achse nicht mehr geführt und kann Schaden nehmen. Ich nehme jetzt das passende Lagerausschlagwerkzeug, setze es an das Lager an und treibe das Lager raus. Das zweite Lager ist auch raus. Bevor wir die Lager jedoch einpressen können, müssen wir den Lagersitz gründlich reinigen. Dazu einfach einen Lappen nehmen, etwas Bremsenreiniger oder Isopropanol, einfach auf das Tuch geben und den Lagersitz sauber reiben. Wenn alles gut gereinigt ist, fetten wir den Lagersitz der Lager mit DT-Swiss Universalfett. Nun setze ich das Lager an den Lagersitz an und nehme das spezielle Einschlagwerkzeug, was nur auf dem Außenring des Lagers greift, und schlage das Lager bis zum Anschlag ein. Bevor wir mit der anderen Lagerseite weitermachen können, müssen wir die Achse noch reinigen und auch leicht mit dem DT-Swiss Fett benetzen. Nun können wir die Achse schon wieder einsetzen in das erste eingetriebene Lager und können das zweite Lager mit der Führung von der Achse aufsetzen und bis an den Lagersitz randrücken. Dann wieder das Spezialwerkzeug nehmen und eintreiben. Dann können wir auch schon mit der Montage von dem Gewindering für den Freilaufkörper weitermachen. Bei dem ist es wichtig, der hat eine Richtung. Bei dem Pole Drive relativ leicht zu erkennen, kann man auch mit dem Freilauf immer noch mal gegenchecken. Und dann den Gewindering entsprechend an die Narbenhülse ansetzen, eindrehen und dann wieder am besten am Schraubstock komplett gegenkontern.
Als nächstes kommt die Distanzhülse für den Freilaufkörper und der Freilaufkörper selber. Einfach beim Aufsetzen schon eine leichte Linksdrehung immer mitgehen, damit die Sperrklinken auch direkt einrasten. Als nächstes die Endkappen aufsetzen und feste drücken, bis sie wirklich einrasten, und das Ganze nochmal auf der Bremsenseite. Wie du siehst, der Lagertausch an der DT-Swiss-Narbe ist kein Hexenwerk. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls du noch Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare und sonst bis zum nächsten Video. Ciao.